Manchmal sind es nicht die großen Updates, nicht die neuen Flugzeuge und auch nicht die Grafikregler, die den größten Unterschied machen, sondern diese kleinen Dinge, die du einmal richtig einstellst und plötzlich fühlt sich der Microsoft Flight Simulator 2024 zugänglicher, besser und vertrauter an. Und genau damit machen wir heute weiter. Mein Video mit 15 Tipps zum Simulator hatte viele positive Reaktionen, weshalb wir hier ganz einfach nahtlos ansetzen und durchstarten. In diesem Video habe ich 10 weitere Tipps, die dir im Alltag helfen werden. Mehr Kontrolle, weniger Stress und vor allem mehr Spaß beim Fliegen. Ganz egal, ob du am PC, auf Xbox oder PlayStation abhebst. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, mindestens 2 dieser Tipps wirst du danach sofort übernehmen, weil du dich fragst, warum du das nicht schon früher gemacht hast. Mein erster Tipp, außer der Reihe der folgenden 10, bleibe bis zum letzten Tipp dran, denn genau dieser könnte für dich eine Hilfe sein. Wenn du zukünftig mehr Videos dieser Art möchtest, dann signalisiere mir das bitte mit einem Daumen nach oben. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Ganz am Anfang wieder der Hinweis, dieses Video ist in Kapitel unterteilt. Du kannst also ganz bequem und individuell zwischen den einzelnen Themen hin und her springen. Der erste Punkt heute beschäftigt sich mit der benutzerdefinierten Kamera im Cockpit. Dazu wechseln wir in den Optionen in die Steuerung und nutzen für die Eingabe idealerweise eine Tastatur und wählen diese nun in der Geräteliste aus. In der Suchleiste oben geben wir als Anhaltspunkt den Ansatz benutzerdefiniert ein. Den Begriff an sich müssen wir, wie hier im Beispiel gezeigt, nicht komplett ausschreiben. Wichtig ist, dass uns die Begrifflichkeiten angezeigt werden: benutzerdefinierte Kamera 0 bis 9 speichern und benutzerdefinierte Kamera 0 bis 9 laden. Diesen Begrifflichkeiten müssen wir nun Befehle zuweisen. Auf der Tastatur bietet sich hier beispielsweise sehr gut der Nummernblock dafür an. Was ihr letztlich hinterlegt, bleibt selbstverständlich komplett euch überlassen. Ihr könnt euch aber gerne auch an meinem Beispiel hier orientieren. Dabei speichere ich die entsprechende Kameraposition 0 bis 9 ab, indem ich Enter und die Zahl drücke, und lade sie dann im Anschluss später, indem ich auf Entfernen und die entsprechende Zahl drücke. Insofern ihr noch kein individuelles Steuerungsprofil für die Tastatur angelegt habt, müsst ihr das hier tun, und im Anschluss gehen wir zurück ins Cockpit. Solltet ihr ohne Tastatur im Microsoft Flight Simulator unterwegs sein, dann lässt sich das Ganze selbstverständlich auch auf anderen Eingabegeräten anwenden. Am einfachsten finde ich die Umsetzung auf Tastatur, egal ob am PC oder an Konsole. Im Cockpit angekommen, setzen wir uns jetzt auf eine Position unserer Wahl, drücken dann an beliebiger Stelle die Tastenkombination zum Abspeichern, in meinem Fall Enter und 0 am Nummernblock, verändern unsere Position und drücken dann die vorhin hinterlegte Tastenkombination, um die Kameraposition zu laden. In meinem Fall Entfernen und 0 am Nummernblock. Und siehe da, die Kamera springt sofort in die eben abgespeicherte Position. Und genau das können wir nun mit insgesamt 10 Positionen im Cockpit x-beliebig machen. Zum Abspeichern drücke ich hier jetzt zum Beispiel in meinem Fall Enter und 1 am Nummernblock. In der nächsten Position Enter und 2 am Nummernblock. Und setze nun so ganz individuell über das komplette Cockpit verteilt bis zu 10 benutzerdefinierte Kameraperspektiven. Sobald ich dann die vorhin hinterlegten Tastenbelegungen drücke, kann ich ganz bequem zwischen den einzelnen Kameraperspektiven wechseln. Das Ganze lässt sich freilich nicht nur für schöne Fensteransichten und Panorama anwenden, sondern beispielsweise auch auf Teile der Instrumente, um diese direkt ansteuern zu können. Der Bereich, den ihr dafür auswählt, ist euch völlig frei überlassen. Ihr seid der Regisseur eurer Kameras. Ihr könnt die Kameras dann auch jederzeit neu ausrichten, indem ihr die vorhandene und hinterlegte Position einfach überschreibt. Also eine neue Position darüber speichert. Im nächsten Tipp geht es um das schnelle Entfernen von Eingabebefehlen. Dazu wechseln wir einmal in die Optionen und dort in die Steuerung und wählen auf der linken Seite in der Geräteliste das Gerät aus, das wir bearbeiten möchten. Wir bleiben einmal beim Beispiel unserer benutzerdefinierten Kameraeinstellungen.
Wenn wir einen hinterlegten Steuerungsbefehl löschen, dann können wir das entweder über das Zahnrad hier tun und dort die Option zugewiesenen Befehl löschen ausführen. Dazu müssen wir aber immer in dieses Untermenü hier. Wesentlich schneller geht das Ganze, wenn wir mit unserer Maus einfach über den jeweiligen Befehl hovern, also uns einfach darüber bewegen, denn genau in diesem Moment taucht links unten eine neue Option auf, nämlich Aufheben. Und zwar ganz einfach über die Backspace-Taste auf unserer Tastatur. Wir betätigen also einmal die Löschen-Taste auf unserer Tastatur und schon verschwindet der Eingabebefehl. Gerade bei umfangreicheren Aufgaben ist es doch sehr angenehm, nicht immer in das Untermenü gehen zu müssen. Von daher eine ziemlich coole und zeitsparende Möglichkeit. Wir wechseln einmal zurück ins Cockpit und sehen uns den sogenannten Vereisungseffekt an. Dieser tritt ein, sobald die äußeren Bedingungen gegeben sind. Und hier kann dann nicht nur die Scheibe vereisen, sondern auch für den Flug allgemein relevante Bauteile. Der Vereisungseffekt sollte standardmäßig eingeschaltet sein, ihr könnt diesen aber aktiv beeinflussen. Dazu wechseln wir einmal in die Optionen und dort auf Unterstützung. Wir scrollen einmal nach unten und finden dort dann den Punkt Vereisungseffekt. Und hier haben wir nun 3 mögliche Einstellungen. Rechts daneben in der Infobox seht ihr die jeweilige Erklärung dazu. Wenn wir den Vereisungseffekt komplett ausschalten, ist er schlichtweg deaktiviert, klar. Sobald er eingeschaltet ist, hat das Ganze Auswirkungen auf unser Flugzeug bis dahingehend, dass die Triebwerke ausfallen können. Und sobald wir auf nur visuell stellen, bekommen wir lediglich eine visuelle Darstellung, also beispielsweise Eiskristalle am Fenster. Das Ganze hat aber keinerlei Auswirkungen auf unseren Flug. Und so kann hier dann jeder zum Thema Vereisungseffekt seine individuelle Einstellung finden. Insofern ihr den Vereisungseffekt eingeschalten und damit mit möglichem Schaden unterwegs seid, müsst ihr mit entsprechenden Gegenmaßnahmen arbeiten. Insofern euer Fluggerät Anti-Eis-Maßnahmen unterstützt, könnt ihr diese im Cockpit einzeln aktivieren. Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, diese Gegenmaßnahmen mit einem einzigen Befehl alle einzuleiten. Dieser nennt sich Anti-Eis umschalten. Wir wechseln also einmal in die Steuerung, gehen auf das Gerät unserer Wahl und geben oben in die Suchleiste Anti-Eis ein. Welchen Tastenbefehl ihr hier hinterlegt, ist einmal mehr komplett euch überlassen. Sobald wir nun Anti-Eis-Maßnahmen benötigen, wählen wir im Cockpit unseren belegten Steuerungsbefehl auf der Kurzwahl aus und aktivieren dadurch alle Anti-Eis-Maßnahmen. Ihr könnt hier beispielsweise auch Anti-Eis einschalten und ausschalten belegen mit 2 Befehlen. Das könnt ihr machen, wie es für euch angenehmer ist. Komfortabler finde ich persönlich es mit dem Befehl Anti-Eis umschalten. Nach all den Tipps denke ich jedoch, dass ihr längst eines habt. Im nächsten Punkt möchte ich auf das Thema Unterstützung Hubschraubersteuerung eingehen. Immer wieder lese ich in den Kommentaren, dass gerade die Hubschraubersteuerung für viele eine große Herausforderung ist. Zu Beginn und für den erstmaligen Start mit einem Hubschrauber würde ich euch daher auf jeden Fall empfehlen, zumindest Teile der angebotenen Unterstützung zu nutzen. Dazu gehen wir auf die Einstellungen, wechseln auf den Reiter Unterstützung und finden dort dann insgesamt 4 relevante Punkte. Diese würde ich bis auf den untersten Punkt Hubschrauber Wirbelring Stadiumschutz alle aktivieren. Dieser Schutz greift beispielsweise ein, wenn ihr zu schnell sinkt. Dies wiederum kann jedoch hinderlich sein, wenn ihr schnell landen wollt oder müsst, beispielsweise wie in einer der Missionen zum Stranger Things DLC gefordert. Daher würde ich diese Unterstützung nicht aktivieren. Den Rest kann man dann selbstverständlich auch nach und nach deaktivieren, je nachdem wie sicher ihr euch im Umgang mit Hubschraubern fühlt. Mit diesen Unterstützungen und der Standardbelegung der Steuerung kommt man im Helikopterflug schon sehr gut zurecht. Was ihr euch in den Steuerungsoptionen zusätzlich noch hinterlegen könntet, wären jeweilige Tasten auf die Begrifflichkeiten seitliche Rotortrimmung verringern bzw. seitliche Rotortrimmung erhöhen und Rotorlängstrimmung verringern bzw. Rotorlängstrimmung erhöhen. Darüber lässt sich der Helikopter dann nach vorne, nach hinten bzw. zu den jeweiligen Seiten neigen und die Trimmung entsprechend einstellen. Und wenn ihr dann noch eine Taste hinterlegt für Rotortrimmung zurücksetzen,
könnt ihr mit nur einem Tastendruck die Trimmung neutralisieren bzw. auf 0 setzen. Probiert hier einfach ein bisschen aus und habt Geduld, es lohnt sich und Hubschrauberfliegen macht mir zumindest einen Riesenspaß. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu den Tipps allgemein. Es liegt im Bereich des Möglichen, dass die gezeigten Funktionen sich auf die unterschiedlichen Fluggeräte auch unterschiedlich auswirken. Nicht jedes Fluggerät fliegt sich gleich oder ist gleich gut programmiert. Die Anwendung der Tipps und deren Auswirkungen kann sich daher je nach Fluggerät unterschiedlich darstellen. Gerade wenn ihr Zusatzinhalte ausprobiert und die Tipps anwendet, kann das Ergebnis hier variieren. Bitte berücksichtigt das. Sollte euch etwas beim Anwenden einer der Tipps auffallen zu einem bestimmten Fluggerät, dann teilt eure Erfahrungen bitte sehr gerne unter diesem Video hier im Kommentarbereich. Auch der nächste Punkt kann eine Hilfestellung geben im Sinne von was passiert um mich herum durch die Luftverwirbelungen. Dazu können wir die sogenannte aerodynamische Visualisierung aktivieren. Wir wechseln einmal in die Einstellungen, dort auf Flugschnittstelle und dort finden wir dann wiederum ganz oben den Punkt aerodynamische Visualisierung. Sobald wir diese aktivieren, werden alle Verwirbelungen, die unser Fluggerät um uns herum erzeugt, optisch dargestellt. Das mag am Anfang etwas verwirrend wirken und aussehen, trägt aber durchaus dazu bei, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, was mit der Luft um uns herum passiert. Je nachdem, welchen Steuerungsbefehl wir geben. Ein weiterer sehr ähnlicher Punkt ist das Thema Wirbelschleppen. Dabei handelt es sich um gegenläufig drehende Luftverwirbelungen hinter Flugzeugen. Aktivieren können wir diese im Bereich der Unterstützung unter Wirbelschleppen, indem wir hier entsprechend anhaken. Je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, kann es durchaus sein, dass das Ganze auf Konsole nicht verfügbar ist, denn die Wirbelschleppen waren ein ziemlicher Performance-Killer. Wurden seinerzeit bei Einführung dann auf Konsole wieder deaktiviert, sollen aber wieder zurückkommen. Auch am PC ist, was die Performance angeht, hier durchaus Vorsicht geboten. Um das Ganze nun auch visuell darstellen zu lassen, geht man unter Allgemeines auf Flugschnittstelle und dort auf Visualisierung von Wirbelschleppen. Hier einmal anhaken, zurück ins Fluggerät und losfliegen und ab diesem Moment sehen wir die Wirbelschleppen hier entsprechend hinter unserem Fluggerät. Sobald ihr die Wirbelschleppen aktiviert, unabhängig davon, ob ihr sie euch auch visuell anzeigen lasst oder nicht, müsst ihr während des Fluges immer damit rechnen, in Wirbelschleppen zu geraten und dass euer Fluggerät darauf entsprechend reagiert. Gerade bei Start und Landungen kann das eine zusätzliche Herausforderung sein. Auch im Multiplayer, also wenn ihr mit mehreren Mitfliegenden unterwegs seid, durchaus spannend. Nutzt ihr Wirbelschleppen und wie sind eure Performance-Erfahrungen damit? Teilt diese gerne mit der Community über die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Im nächsten Punkt möchte ich auf das Thema authentische Flugsicherungssprache eingehen. Im Normalfall, wenn ihr alles auf Deutsch einstellt und die Untertitel aktiviert, klingt das wie folgt. Queenstown Tower, ATV Golf Oscar Uniform 829, bereit zum direkter Start auf Piste 23. ATV Golf Oscar Uniform 829, QNH 1013, direkter Abflug bestätigt. Starterlaubnis erteilt auf Piste 23. Starterlaubnis erteilt auf Piste 23. ATV Golf Oscar Uniform 829. Das kann man so machen, es gibt allerdings auch eine Alternative dazu und die möchte ich euch gerne zeigen. Dazu wechseln wir einmal in die Optionen, gehen hier auf Einstellungen und finden unter Allgemeines Sprache den Punkt authentische Flugsicherungssprache. Wenn aktiviert, folgen die ATC-Interaktionen den internationalen Zivil-Luftfahrtvorschriften und verwenden Englisch außer im Luftraum, der ihre Dialogsprache nutzt, heißt es. Und das klingt meiner Meinung nach einfach wesentlich authentischer. Und die Untertitel bleiben im Übrigen immer auf Deutsch. Zu Verständnisproblemen sollte es dadurch also nicht kommen. Was für Möglichkeiten euch im Rahmen der Untertitel gegeben sind, darauf bin ich im Video mit den 15 Tipps eingegangen. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung und hier jetzt nach rechts oben. Wir haben also die authentische Flugsicherungssprache aktiviert und sobald wir hier jetzt den Flug einmal neu starten, hört sich das wie folgt an.
Die Untertitel bleiben, wie erwähnt, davon unberührt. Queenstown Tower, ATV Golf Oscar Uniform 829er at runway 23 ready for departure. Departing straight out. ATV Golf Oscar Uniform 829er, QNH 101 departing straight out approved. Cleared for takeoff runway 23. Cleared for takeoff runway 23. ATV Golf Oscar Uniform 829er. Als nächstes sehen wir uns das sogenannte Ausrollband einmal genauer an. Gerade beim Start aus dem Cold and Dark heraus und bei der Landung, beispielsweise um den richtigen Weg zur Parkposition zu finden, hilft das Ausrollband bei der Orientierung ungemein. Wir wechseln einmal wieder in die Einstellungen, dort auf Unterstützung und finden hier dann unter dem Punkt Visuelle Unterstützung das Ausrollband. Dieses haken wir an und aktivieren es dadurch. Für die visuelle Unterstützung können wir in den Steuerungsoptionen auch eine Kurzwahltaste hinterlegen, um uns diese schnell ein- und ausblenden zu können. Beachtet dabei, dass ihr über diese Auswahl dann aber die visuellen Unterstützungen alle ein- und ausblendet. Also beispielsweise auch die Flugbahn oder Steuerungsbenachrichtigungen. Berücksichtigt das hier in den Einstellungen und hakt hier auch nur das an, was ihr euch anzeigen lassen wollt. In unserem Fall jetzt hier das Ausrollband. Danach wechseln wir hier einmal auf die Steuerung und wählen in der Geräteliste das Gerät aus, das wir damit belegen möchten. In meinem Fall die Tastatur. Wir geben in die Suchleiste einmal Visu ein. Das genügt, um uns den Punkt Visuelle Assistenzanzeigen umschalten anzeigen zu lassen. Dort hinterlegen wir dann den gewünschten Befehl. Wir wechseln einmal zurück auf unser Fluggerät und können ab sofort über den hinterlegten Steuerungsbefehl das Ausrollband ein- und ausblenden. Der nächste Punkt beschäftigt sich mit dem Thema Toolbar, denn auch diese ist im Kommentarbereich hin und wieder Thema. Bei der Toolbar handelt es sich um die Leiste mit den einzelnen Icons und die auftaucht, sobald man mit Maus oder Cursor in den oberen Bildschirmrand fährt. Hier können wir beispielsweise die aktive Pause aktivieren, unser EFB ein- und ausschalten, Kameraoptionen einstellen, die Controller bzw. Steuerungsoptionen aufrufen, auf die Wettereinstellungen und Zeiteinstellungen zugreifen, das ATC-Fenster beispielsweise aufrufen, auf das Aufnahmetool zugreifen oder aber auch auf Inhalte von Drittanbietern, wie in meinem Beispiel hier Mission Hub von Miltech Simulations. Über das Zahnrad auf der rechten Seite könnt ihr diese Icons ein- und ausblenden. Alles, was ihr anhakt, wird oben in der Leiste entsprechend angezeigt. Solltet ihr also in der Toolbar eine Funktion vermissen bzw. ein Icon, dann kann ein Blick hier auf das Zahnrad, also auf die Einstellungen der Toolbar, eventuell schon helfen, da die gewünschte Funktion schlichtweg und ganz einfach deaktiviert sein könnte. Aber auch, falls ihr verschiedene Icons oder Programmteile eben gar nicht benötigt, könnt ihr euch eure Toolbar hier oben ganz individuell anpassen. Das waren 10 weitere Tipps für den Microsoft Flight Simulator 2024 und jetzt lasst uns im Kommentarbereich hier unter diesem Video bitte wieder in den Austausch gehen. Was war neu? Was wurde vermisst? Vielleicht ergibt sich daraus ja dann direkt die Grundlage für ein weiteres Video mit entsprechenden Tipps. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann lasse zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniere und aktiviere die Glocke, damit du kein zukünftiges Video auf Andiana TV mehr verpasst. Und neuerdings gibt es zu Videos auf YouTube den sogenannten Hype-Button. Sollte dir dieser angezeigt werden, naja, du weißt schon. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Und alle zusammen, gebt mir ein Go. Andiana TV, wir heben jetzt ab, virtuelle Fliegerei, Takt für Takt, von Takeoff bis Landing, High-Level-Show, die Triebwerke schreien, also gebt mir ein Go. Andiana TV, wir bleiben on top, im Flight Sim Himmel und das nonstop. MSFS-Vibes im Stream sowieso, die Runway ist frei, also gebt mir ein Go. Von Bergen bis Küsten, die Welt wird gezeigt, der Sim macht's erlebbar, wohin man auch steigt. Startbahn im Nebel oder Sunset im Blick, jeder Anflug ein Feeling, ein perfekter Klick.
Kick. Ob Wolken im Sturm oder Nacht voller Licht, der Simulator zeigt dir jedes Gesicht. Von Check-in bis Gate, jeder Ablauf präzise. Ein Flug wie im Echten, das ist die Devise. Gemeinsam im Stream, denn die Crew immer nah. Im Chat fließt die Stimmung, die Energy ist da. Andiana TV, wir fliegen im Flow. Die Reise geht weiter, der Flieger steigt hoch. ILS